Ich sage es gleich direkt, das hier ist kein Drucker, den ich euch extra schönreden muss. Der Elegoo Centauri Carbon 2 macht das eigentlich von selbst ganz gut. Wir reden heute über einen geschlossenen Core XY Drucker mit Mehrfarbdruck um rund 440 € und mit meinem Rabattcode um sage und schreibe 399 €. Und genau das ist auch der Punkt, denn auf dem Papier bekommst du hier Features, die du sonst nur bei deutlich teureren Geräten findest. Ich hatte den Drucker jetzt eine ganze Weile im Einsatz. Einiges lief dabei richtig gut, anderes, naja, nicht ganz perfekt. Aber genau darum soll es ja hier gehen. Ich zeige euch, was ich am Centauri Carbon 2 richtig gut finde, wo es meiner Meinung nach noch Probleme gibt und ob sich das am Ende für euch lohnt. Also, los geht's! Wir packen das gute Teil aus. Let's go! Das hat Elegoo wirklich gut gemacht. Alles solide verpackt. Ein Säckchen mit dem ganzen Zubehör, Werkzeug, Fett zum Schmieren für die Führungsschienen. Eigentlich alles dabei, was man braucht. Einziger Nachteil, ziemlich viel Plastikmüll. Anschlusskabel und PT4-Schläuche. Das ist eine Glastür, also kein Plastik. Achtung, da ist das Kabel für das Display. Druckplatte, einmal eine texturierte und auf der Rückseite tatsächlich eine fein texturierte Platte. Hier gibt es ja auch wieder Schrauben. Der Filament Poop Shoot, der wird hinten montiert. Der Filament Hub. Da gibt es Spulenhalter, die sind hier nummeriert. Das Canvas Multicolor System von Elegoo erinnert in der Form ein wenig an das System von Flashforge. Zubehör ist vollständig, nichts fehlt. Das klingt selbstverständlich, ist es aber leider nicht immer. Wir bauen den Centauri Carbon 2 von Elegoo jetzt einfach mal zusammen. Ich habe mir die Anleitung noch nicht angeschaut. Ich denke, das sollte alles selbsterklärend sein, aber wir werden sehen. Zuerst mal beginnen wir mit dem Display. Das Display wird hier unten angeschlossen. Das Kabel einfach reingesteckt und dann nach unten gedrückt. Und das war es auch schon. Elegoo hat hier natürlich auch das passende Werkzeug beigelegt. Es ist also wirklich alles dabei. Ihr habt hier 4 verschiedene Größen Imbusschlüssel dabei, ebenso wie Schraubendreher, einmal einen Schlitz und einmal einen Kreuzschraubendreher. Damit könnt ihr den gesamten Drucker zusammenbauen. Als nächstes muss der Poop Shoot befestigt werden. Hier hinein. Das sind also die Schrauben. Den schrauben wir jetzt von hinten fest. Als nächstes wollen wir jetzt das Canvas-System installieren. Dazu gibt es hier eine Montageplatte, die kommt hier oben an den Drucker und daran wird dann das Canvas-System festgeschraubt. Da kommen diese 2 langen Schrauben hinein. Wenn die Platte hier fertig montiert ist, dann wird hier das Elegoo Canvas-System draufgeschraubt. Auch für das Canvas-System gibt es die passenden Schrauben extra hier eingepackt. So, damit ist auch das Canvas-System fertig installiert. Jetzt montieren wir noch die 4 Spulenhalter, alle einzeln beschriftet. Bei anderen Druckern mit diesem System, wie zum Beispiel dem Flashforge AD5X, den ich auch hier hinten stehen habe, sind diese Spulenhalter außen nicht beschriftet. Das heißt, es ist immer ein bisschen ein Ratespiel, wo welches Filament drauf gesteckt wird. Das hat Elegoo hier besser gelöst. Und auch am Drucker selbst hier außen sind die Spulenhalter noch einmal einzeln nummeriert. Für die Montage gibt es hier diese Schienen. Da werden diese Spulenhalter dann einfach drauf gesteckt. Ja, auch für die Spulenhalter gibt es hier wieder eigene Schrauben. Zum Fentig E1 Max habe ich übrigens auch ein kurzes Video auf meinem Kanal. Das verlinke ich euch, könnt ihr euch anschauen, wenn euch das interessiert. So, und die Spulenhalter werden jetzt in der richtigen Reihenfolge
hier oben aufgesteckt. Achtet wirklich darauf, dass die Spulenhalter richtig herum drauf gesteckt sind. Ihr könnt das auch nochmal prüfen. Wichtig ist, dass die Feder in die richtige Richtung arbeitet. Das ist wichtig, dass ihr das beachtet, denn ansonsten kann es passieren, dass das Filament beim Zurückführen aus dem Farbwechselsystem von der Spule springt und sich dann hinter der Spule verheddert und ihr habt einen Filamentstau. Als nächstes geht es nach innen. Ein paar Transportsicherungen lösen, und zwar so wie bei den meisten Druckern. Findet ihr hier, hier und hier jeweils eine Schraube. Die sind freundlicherweise immer mit einem roten Pfeil markiert. Jetzt nehme ich euch kurz mit. Es gibt jetzt nämlich hier oben noch diesen Filament-Hub zu installieren. Der wird hier in den Druckkopf hineingesteckt und muss dann hier mit 2 Schrauben noch befestigt werden. Auch diese Schrauben sind natürlich extra verpackt. Also ganz ehrlich, bei diesen 2 Schrauben da hinten weiß ich nicht, was sich Elegoo gedacht hat. Die sind sehr schwer zugänglich und man kommt hier auch mit dem Imbusschlüssel wirklich nur ganz, ganz schwer dazu. Das hätte man sicher besser lösen können, hat aber funktioniert. Jetzt gibt es noch ein Anschlusskabel für die Farbwechseleinheit. So drehen wir den Drucker wieder. Das Kabel wird einmal hier und hier verbunden. Jetzt haben wir noch die PTV-Schläuche. Mit diesen Schläuchen werden wir jetzt die Canvas-Einheit mit dem Druckkopf verbinden. Hier gibt es keine bestimmte Reihenfolge. Wichtig ist nur, dass ihr sie wirklich gut in die jeweiligen Ports hineinsteckt, damit sie sich später nicht lösen. Und dann gibt es hier noch so einen kleinen Clip, mit dem könnt ihr die Schläuche dann ein wenig organisieren, damit das auch alles ordentlich in Position bleibt. Und das war es eigentlich mit dem Zusammenbau. Ich zeige euch jetzt noch, wie die Haube hier drauf montiert wird. Wir haben hier diese 2 Teile. Dieses kleine Teil, das wird hier hineingesteckt. Wenn es genau passt, auch einrasten. Das tut es zumindest auf der einen Seite. So, wenn das hier richtig eingerastet ist, an diesen 2 Punkten, dann könnt ihr die Haube über das gesamte System hier drüber stülpen. Damit ist der Drucker endgültig fertig aufgebaut. Jetzt wollen wir ihn einmal zum Leben erwecken und uns anschauen, wie die Einrichtung funktioniert. Wir wählen hier mal Deutsch aus, bestätigen, Region, also den Standort wählen, Europa. Dann können wir uns jetzt mit dem WLAN verbinden, verbunden, auf Weiter. Hier können wir den Gerätenamen verändern, den Drucker wie gewohnt über die entsprechende App verbinden. So, wir haben die App installiert, dann scannt man den QR-Code am Drucker ein und der Drucker verbindet sich dann automatisch. Wir klicken hier auf Weiter und jetzt beginnt der übliche Einrichtungsprozess. Wir sollen die Bauplatte mit der Seite A nach oben legen. Und jetzt beginnt der Test, circa 15 Minuten, sagt der Drucker hier. Jetzt folgt noch das Auto-Leveling des Druckbetts und dann ist die Kalibrierung auch schon abgeschlossen. Und nun ist der Drucker einsatzbereit. Ich habe inzwischen schon einige Dinge gedruckt, verschiedene Materialien durchgetestet und auch einiges erlebt, was ich so nicht erwartet habe. Genau das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Was mir direkt eigentlich schon beim Auspacken aufgefallen ist, der Drucker fühlt sich hochwertig an. Die Materialien sind gut verarbeitet, es klappert nichts und es passt alles gut zusammen. Und sogar die Tür ist aus Glas. In der Preisklasse hätte ich das tatsächlich nicht erwartet. Und vom Konzept ist das Ding auch richtig interessant. Es handelt sich um einen geschlossenen Core XY Drucker mit einer maximalen Drucktemperatur von bis zu 350 Grad Celsius und einer maximalen Druckbetttemperatur von bis zu 110 Grad Celsius. Damit könnt ihr tatsächlich auch anspruchsvolle Filamente drucken. Und natürlich bietet der Drucker auch Mehrfarbdruck über das neue Canvas Multicolor System. Kommen wir nun zu dem Punkt, der mich wirklich am meisten interessiert hat, nämlich die Druckqualität. PLA absolut unkritisch. Und ganz ehrlich,
Hier habe ich auch nichts anderes erwartet, denn so muss das heutzutage funktionieren. Filament laden, Standardeinstellungen verwenden, Druck starten, Ergebnis perfekt. Genauso soll es sein. Bei PTG schaut die Sache oft schon ganz anders aus. Aber auch hier hat der Elegoo Centauri Carbon 2 wirklich abgeliefert. Ich habe hier diesen Handyhalter gedruckt und das Ergebnis war auf Anhieb perfekt, fast schon zu perfekt, denn an einigen Stellen ist die Passgenauigkeit sehr stramm. Das heißt, der Drucker druckt hier sehr exakt. Das kann man natürlich später in den Einstellungen noch etwas anpassen. Aber für Standardprofile absolut in Ordnung. Mein erster Druckversuch mit ABS ist leider fehlgeschlagen. Das lag allerdings eher am Modell und nicht am Drucker. Ich habe es dann ganz einfach mit einem anderen Modell noch einmal versucht und der zweite Druck hat wesentlich besser funktioniert. Ihr seht hier das Ergebnis. Es gab ein bisschen Warping, das liegt aber höchstwahrscheinlich am Material, denn mit diesem ABS hatte ich auch in der Vergangenheit schon immer wieder mal kleinere Probleme. Aber grundsätzlich kann der Elegoo Centauri Carbon 2 natürlich auch ABS, ASA und hochwertigere Filamente wie PET und Nylon drucken. Ich werde aber sicher noch weitere Tests mit ABS und auch anderen Filamenten auf dem Centauri Carbon 2 durchführen und gebe euch später dazu ein entsprechendes Update. Multicolor-Druck mit dem Canvas-System. Und das funktioniert tatsächlich richtig gut. Das System erinnert ein wenig, ich habe schon erwähnt, an das System vom Flashforge AD5X, den ihr vielleicht schon aus meinem Review kennt. Wenn nicht, könnt ihr euch das Video dazu gerne anschauen. Aber kommen wir zurück zum Canvas-System. Das Laden von Filamenten ist absolut simpel. Ihr steckt das Filament auf den Spulenhalter und führt das Ende in den entsprechenden Slot des Canvas-Systems ein. Danach könnt ihr über das Display am Drucker Filamenttyp und Farbe einstellen. Und das war's schon. Der Farbwechsel selbst während des Druckens funktioniert relativ zügig und das Ergebnis sieht auch richtig gut aus. Das Einzige, was mich auch an diesem System stört, so wie bei allen anderen Systemen dieser Art, fällt relativ viel Müll an. Das lässt sich nicht vermeiden, beim Farbwechsel muss natürlich das alte Filament aus dem Hotend gespült werden und das neue Filament sauber nachgeladen werden. Das kostet einiges an Zeit und es entsteht eben entsprechend viel Abfall. Das Ganze ist nicht extrem. Elegoo hat sich hier tatsächlich Gedanken gemacht. Der Filamentschneider sitzt wirklich direkt über dem Hotend und somit bleibt auch nicht allzu viel Restfilament in der Düse zurück. Dennoch ist der Farbwechsel aufwendig und es entsteht Abfall. Das ist kein Problem von Elegoo oder vom Centauri Carbon 2, sondern einfach systembedingt. Jetzt zu den Dingen, die mich tatsächlich genervt haben. Beginnen wir mit den beiden Schrauben, mit denen der Filamenthub oben am Druckkopf befestigt wird. Die erste Schraube geht noch gerade so, aber die zweite, die sitzt direkt hinter dem Datenkabel und ist absolut schwierig zu erreichen. Das war eine ziemliche Fummelei und das hätte man besser lösen können. Ist kein Weltuntergang, aber ich wollte es einfach gesagt haben. Als nächstes die Abdeckhaube oben auf dem Drucker. Optisch kann man drüber streiten, das ist Geschmackssache. Was mich gestört hat, war der Zusammenbau, das war etwas hakelig und fummelig. Und wenn man die Haube auf den Drucker setzt, rastet sie nicht richtig schön ein. Es gibt nicht den einen Punkt, wo man sagt, so, jetzt sitzt sie perfekt. Das ist kein Dealbreaker, allerdings hätte ich mir bei der ansonsten sehr hohen Verarbeitungsqualität hier ein bisschen mehr erwartet. Das nächste Problem betrifft die Firmware. Hier gab es nach ein paar Tagen ein Update und danach konnte ich mich einfach nicht mehr richtig mit dem Drucker verbinden. Ich würde sagen, 8 von 10 Mal hat es nicht mehr funktioniert. Zwar konnte ich weiterhin Modelle über den USB-Stick auf den Drucker übertragen, aber das ist eigentlich nicht das, was ich erwartet hätte. Das Positive dabei, schon nach 2 Tagen gab es ein neues Firmware-Update und das Problem war behoben. Der Elegoo Support arbeitet hier tatsächlich schnell und effizient. Ein weiteres Problem hatte ich irgendwann mit dem Auto-Leveling. Das wollte einfach nicht mehr richtig funktionieren. Im Internet habe ich dann einen Beitrag gefunden, wonach es offensichtlich mit den Schrauben am Druckbett zu tun hat. Ich habe dann etwas herumexperimentiert und nach einigen Versuchen habe ich dann den Sweet Spot gefunden, wo das Leveling wieder funktioniert. Natürlich habe ich in der Zwischenzeit auch den Elegoo Support kontaktiert. Die haben mir auch sofort Ersatz für das Druckbett bzw. die Sensoren angeboten. Also, auch hier ist der Support wirklich bemüht, Probleme schnell und unkompliziert zu lösen. In meinem Fall war tatsächlich kein Austausch notwendig. Seit der Justierung der Schrauben funktioniert der Drucker wieder einwandfrei. Zuletzt noch zu den Spulenhaltern.
Zum einen habe ich ein paar Filamentspulen mit recht großen Innendurchmessern. Die lassen sich nicht auf den Spulenhaltern befestigen, dazu muss man sich eigene Adapter drucken. Ist kein großes Problem, aber sollte man vorher wissen. Außerdem war einer der 4 Spulenhalter so fest zusammengeschraubt, dass beim Drucken das Filament stecken geblieben ist und der Drucker abgebrochen hat. Mit dem beiliegenden Werkzeug konnte ich die Schraube um 2-3 Umdrehungen lockern. Seither läuft der Spulenhalter auch wieder und es gab keine Probleme. Aber jetzt kommen wir zu den Dingen, die ich wirklich gut finde, und da hat der Centauri Carbon 2 tatsächlich einiges zu bieten. Beginnen wir mit den kleinen, aber feinen Details. Der Carbon 2 kommt mit einer doppelseitigen Druckplatte. Auf der einen Seite eine etwas rauere Beschichtung für alle gängigen Materialien von PLA bis ABS. Auf der anderen Seite findet ihr eine glatte Oberfläche, die vor allem für PLA-Drucke optimal ist. Das ergibt eine glatte Oberfläche und die Betthaftung ist bei niedrigeren Temperaturen immer noch sehr gut. Als nächstes wäre da das adaptive Leveling. Ihr kennt das, vor dem Druck sollte man das Druckbett immer automatisch leveln, allerdings dauert das meist 5 bis 10 Minuten, je nach Drucker. Das adaptive Leveling spart hier einiges an Zeit, da nur der Bereich des Druckbetts ausgemessen wird, der später auch wirklich bedruckt wird. Ein cleveres Feature, das man auch nicht bei allen Druckern in dieser Preisklasse findet. Ein weiteres Highlight des Centauri Carbon 2 ist mit Sicherheit das Smart Grill System. Dabei handelt es sich um eine elektronisch gesteuerte Klappe, die die Bauraumbelüftung regelt. Gerade wenn ihr anspruchsvollere Filamente drucken wollt, ist das ein richtiges Highlight. Durch die Klappensteuerung lässt sich die Temperatur in der Druckkammer länger und besser stabil halten. Zusätzlich ist in das System noch ein Aktivkohlefilter eingebaut, der zum Beispiel beim Druck mit ASA oder ABS die unangenehmen Gerüche und die giftigen Dämpfe aus der Luft filtert. Ähnliche Systeme findet man sonst ebenfalls nur bei deutlich teureren Geräten, wie zum Beispiel der Bambolab H2-Serie. Die eingebaute Kamera liefert zwar nur ein 720p-Bild, das ist aber für die Überwachung des Druckraumes bzw. die Aufnahme von Zeitrafferaufnahmen absolut ausreichend. Zusätzlich zur Kamera ist natürlich eine entsprechende LED-Beleuchtung verbaut. Die ist nicht wahnsinnig hell, aber absolut ausreichend. Mit dem Canvas Multicolor-System habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, auch mit bis zu 4 Farben gleichzeitig zu drucken. Was die Lautstärke des Druckers angeht, ich habe leider kein Messgerät, aber ich würde sagen, die angegebenen 45 Dezibel sind etwas zu optimistisch. Ich denke, die tatsächliche Lautstärke liegt irgendwo zwischen 50 und 65 Dezibel. Je nachdem, welche Materialien ihr gerade druckt. Das ist nicht flüsterleise, aber auch nicht übertrieben laut. Und in einer Werkstatt oder dem Bastelraum ist die Lautstärke absolut in Ordnung. Kommen wir zum Fazit und ich mache es kurz, weil das meiste habe ich euch ja schon gesagt. Die Kernfrage bei so einem Drucker ist ja eigentlich immer, druckt er gut? Ja, das tut er. Die Verarbeitung ist solide, die Standardprofile funktionieren out of the box, die Bedienung ist übersichtlich. Das hier ist kein Drucker, der dich erst einmal Tage oder Wochen lang mit Einstellungen oder Kalibrierungen quält. Und genau deshalb ist er für Einsteiger auch wirklich interessant. Du baust ihn mit dem mitgelieferten Werkzeug zusammen, richtest ihn ein und druckst direkt los. PLA, PETG, alles kein Problem, die Standardeinstellungen funktionieren. Wer zum ersten Mal in den 3D-Druck einsteigt und nicht direkt basteln will, der ist hier richtig gut aufgehoben. Aber, und das ist das Spannende an diesem Teil, der Drucker kann noch mehr. 350 Grad Hotend, geschlossenes Gehäuse, Klappensteuerung, das sind keine Spielzeugfeatures. Denn wenn ihr irgendwann mit ABS, ASA, PET oder sogar Nylon arbeiten wollt, habt ihr hier schon die perfekten Voraussetzungen. Die kleinen Probleme, wie etwa den Spulenhalter, das Autoleveling oder die Verbindungsprobleme nach einem Firmware-Update, all das sind Dinge, die ich dem Elegoo Centauri Carbon 2 nicht wirklich ankreide. Das sind Dinge, die können einfach passieren und sind ganz normal. Es ist natürlich immer unangenehm, wenn gerade dir so etwas passiert, aber das ist nicht Standard. Ich bin mir außerdem absolut sicher, dass es sich hier nicht um Serienfehler, sondern um Einzelfälle handelt. Wichtig ist hier nur, dass der Support des Herstellers schnell und unkompliziert reagiert und die Probleme löst. Und dass das Gerät selbst stimmt. Und das tut es auf jeden Fall. Für knapp 400 Euro bekommst du hier einen Drucker, der gut verarbeitet ist, verlässlich druckt, leicht zu bedienen ist
und dir gleichzeitig die Möglichkeit gibt, später auch noch mehr rauszuholen, wenn du das willst. Das ist einfach eine starke Kombination. Und auch wenn es heute deutlich fortschrittlichere Systeme gibt, so hat der Centauri Carbon 2 ganz klar seine Daseinsberechtigung. Denn ganz ehrlich, nicht jeder von uns braucht einen Tool- oder Düsenwechsler um ein Vielfaches dessen, was der Centauri Carbon 2 kostet. Bei diesem Angebot könnt ihr also eigentlich fast nichts falsch machen. Der Drucker wurde mir freundlicherweise von geekbuying.com zur Verfügung gestellt, damit ich ihn für euch testen kann. Ihr findet unten in der Videobeschreibung meinen Affiliate-Link plus Rabattcode. Damit kommt ihr aktuell auf einen Kaufpreis von 399 Euro. Und ja, wenn ihr über meinen Affiliate-Link kauft, verdiene ich daran eine kleine Provision und ihr unterstützt meinen Kanal. Aber das Ganze kostet euch nichts extra. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, damit ihr künftige Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt.